Die Katze, die Herzen hörte. Das kleine Dorf Eichenwald war ruhig und friedlich. Die Menschen lebten ihr gewöhnliches Leben, beschäftigt mit Arbeit, Alltäglichem und kleinen Sorgen. Doch in diesem Dorf lebte eine besondere Katze namens Luna. Luna war keine gewöhnliche Katze. Ihre Augen sahen nicht nur die Welt, sie hörten die Herzen der Menschen. Sie spürte kleine Zeichen, flüsternde Botschaften der Natur, die für andere unsichtbar waren. Die erste Nacht des Sturms. Eines Tages verdunkelte sich der Himmel. Der Wind brachte eine geheimnisvolle Stille mit sich. Die Vögel verstummten, die Blätter bewegten sich kaum. Luna spürte ein Zittern in der Luft, etwas Großes würde geschehen. Als die Nacht kam, begann ein heftiger Sturm. Donner grollte über das Dorf, Blitze erhellten den Himmel. Die Menschen zitterten vor Angst, die Kinder weinten. Aber Luna blieb ruhig. Mit ihren sanften Pfoten lief sie durch die Straßen, suchte die Kinder und führte sie sicher durch die Dunkelheit. Die Menschen beobachteten sie voller Staunen. Sie sahen, wie eine kleine Katze mit Liebe und Mut die Angst vertreiben konnte. Die erste Lektion. Luna zeigte allen im Dorf: Angst ist menschlich, aber Liebe und Mitgefühl sind stärker. Jede Kreatur, jede Bewegung, jedes Geräusch trägt eine Botschaft. Der Donner, der Sturm und die Natur senden Zeichen, die wir hören müssen, um Weisheit zu finden. Am Morgen nach dem Sturm waren die Menschen erschöpft, aber innerlich berührt. Sie hatten gespürt, dass Mut, Fürsorge und Aufmerksamkeit mehr Kraft haben als jede Angst. Luna aber verschwand nicht. Sie saß auf den Dächern, still und wachsam, bereit, weiterhin Herzen zu berühren und Seelen zu schützen. Die Geheimnisse des Waldes. Nach dem Sturm hatten sich die Herzen der Dorfbewohner verändert. Sie waren aufmerksamer geworden, hörten auf die Zeichen der Natur und beobachteten Luna mit Respekt und Staunen. Doch Luna spürte, dass noch größere Prüfungen bevorstanden. Der Donner war nicht nur Warnung, er war ein Ruf, die Herzen zu öffnen und die Seelen zu reinigen. Der verborgene Wald. Eines Nachmittags wanderte Luna tiefer in den Wald als je zuvor. Die Bäume wurden dichter, die Schatten länger, und ein mystisches Licht schimmerte zwischen den Ästen. Luna spürte, dass dieser Ort voller Geheimnisse war. Es war kein gewöhnlicher Wald, er sprach auf eine Weise, die nur sie verstehen konnte. Wer das Herz öffnet, wird die Botschaft hören, die andere übersehen. Sie ging leise, ihre Pfoten berührten den feuchten Waldboden. Plötzlich hörte sie Stimmen leise, flüsternd, aber nicht bedrohlich. Es waren die Stimmen der Natur. Das Rascheln der Blätter, das Plätschern des Baches, das Summen der Insekten. Alles pries den Schöpfer und alles wollte verstanden werden. Die verlorene Seele. Auf einer Lichtung entdeckte Luna ein verletztes Reh. Seine Augen waren groß, voller Angst und Schmerz. Luna spürte Mitgefühl, sie ging zu ihm, leckte seine Wunden und schnurrte beruhigend. Plötzlich grollte der Donner über dem Wald. Doch Luna fühlte keine Angst. Sie verstand, der Donner war ein Ruf zur Hoffnung, ein Zeichen, dass Liebe selbst in dunklen Zeiten Kraft schenkt. Die alte Heilerin des Dorfes kam zufällig vorbei. Luna, du hast das Herz gesehen, das andere übersehen haben, flüsterte sie. Du bist nicht nur eine Katze. Du bist ein Zeichen, eine Lehrerin der Seelen. Die Dorfbewohner kamen nach und nach zur Lichtung. Sie sahen Luna, das Reh und die Heilerin. Sie waren schockiert, aber emotional berührt.
Die Natur hatte ihnen eine Lektion erteilt: Liebe, Mitgefühl und Aufmerksamkeit für die kleinen Dinge sind wahre Schätze. Die Botschaft des Waldes. Luna blickte zu den Menschen auf und schnurrte sanft, als wollte sie sagen: Öffnet eure Herzen, hört zu und seht, was ihr zuvor übersehen habt. Die Dorfbewohner spürten eine tiefe Veränderung. Die Kinder streichelten Luna zärtlich, die Alten nickten ehrfürchtig. Sie verstanden nun, dass die Welt voller Wunder ist, wenn man Liebe, Mitgefühl und Aufmerksamkeit besitzt. Doch tief im Wald hörte Luna ein anderes Geräusch, leiser als der Donner, aber unheilvoll. Ein Wispern, das nur sie spüren konnte. Sie wusste, die größte Prüfung stand noch bevor. Das Herz des Sturms. Nach den Ereignissen im Wald und der Lichtung spürten die Dorfbewohner, dass Luna mehr als nur eine Katze war. Sie war ein Zeichen, eine Brücke zwischen Natur und Mensch, ein Spiegel ihrer eigenen Herzen. Doch Luna wusste, die wahre Prüfung stand noch bevor. Der Donner, den sie hörte, war nicht nur ein Geräusch, er war ein Ruf, die Herzen zu reinigen und die Seelen zu öffnen. Die Nacht der Dunkelheit. Eines Abends, als der Mond nur schwach über Eichenwald leuchtete, verdunkelte sich der Himmel plötzlich. Blitze zuckten über die Wolken, der Donner grollte tiefer als je zuvor. Die Menschen des Dorfes zitterten. Angst breitete sich aus. Doch Luna kletterte auf die Spitze des alten Kirchturms. Ihre Augen funkelten im Blitzlicht. Ihr Miauen war fast wie ein Gebet, ein Zeichen von Hoffnung und Mut. Fürchtet euch nicht. Alles, was kommt, hat einen Sinn. Einige Dorfbewohner trauten sich nach draußen. Sie spürten, dass Luna sie führen würde, dass ihre Herzen bereit sein mussten, die Botschaft zu empfangen. Die verlorenen Kinder. Mitten im Sturm entdeckte Luna zwei Kinder, Anna und Lukas, die sich im Wald verlaufen hatten. Regen peitschte ihr Gesicht, Blitze erhellten die Nacht, und ihre Augen waren voller Angst. Luna rannte zu ihnen, schnurrte beruhigend und führte sie sicher zurück ins Dorf. Die Dorfbewohner, die Luna folgten, waren schockiert und zugleich emotional bewegt. Sie erkannten, der wahre Sturm liegt nicht draußen, sondern in unseren Herzen in Angst, Zweifel und Gleichgültigkeit. Luna zeigte, dass Liebe, Mut und Mitgefühl stärker sind als jede Dunkelheit. Die Botschaft des Himmels. Am Morgen, als der Sturm nachließ, versammelten sich die Menschen auf dem Marktplatz. Luna saß in der Mitte, stolz und ruhig. Die alte Heilerin sprach: Der Donner, der Sturm, die Dunkelheit, alles sind Prüfungen. Und Luna zeigt uns, wer mit Liebe, Geduld und Glauben handelt, wird jede Prüfung bestehen. Die Kinder umringten Luna, streichelten ihr Fell, und sie schnurrte leise. Die Dorfbewohner spürten eine tiefe emotionale Verbindung zu Luna, zueinander und zur Natur selbst. Die unerwartete Verbindung. Ein junger Mann namens Jonas, zuvor skeptisch, begann Luna jeden Abend zu folgen. Sie führte ihn zu einem versteckten Bach im Wald, wo er in der Stille seine eigenen Ängste, Zweifel und Träume erkennen konnte. Er erkannte, dass die Liebe, Fürsorge und Aufmerksamkeit, die Luna zeigte, nicht nur Tiere, sondern die ganze Welt und die Menschen berühren kann. Die erste Veränderung der Herzen. Nach diesem Sturm veränderte sich das Dorf. Menschen halfen einander statt zu streiten. Sie achteten auf die Natur und ihre Zeichen. Sie hörten die leisen Botschaften des Himmels, statt sie zu ignorieren. Luna wanderte weiter, aufmerksam, bereit, Herzen zu berühren und Seelen zu heilen.
Doch sie wusste, der Donner würde wiederkommen, und die nächste Prüfung war noch größer. Das Licht nach dem Donner. Nach der Nacht des großen Sturms war Eichenwald nicht mehr dasselbe Dorf. Etwas Unsichtbares hatte die Herzen der Menschen berührt. Sie sprachen leiser, hörten genauer zu und sahen einander mit mehr Mitgefühl an. Doch Luna wusste, dies war die letzte Prüfung. Nicht für sie, sondern für die Menschen. Die Stille vor dem letzten Zeichen. Eines Morgens war der Himmel ungewöhnlich still. Kein Wind. Keine Vögel. Keine Wolken. Diese Stille war schwerer als jeder Sturm. Luna saß auf dem höchsten Dach des Dorfes. Ihr Herz schlug ruhig, doch tief in ihr wusste sie: Wenn der Donner schweigt, spricht das Herz am lautesten. Die Dorfbewohner spürten es ebenfalls. Eine seltsame Unruhe lag in der Luft. Viele erinnerten sich an ihre früheren Fehler. Ignorierte Zeichen. Überhörte Hilferufe. Lieblosigkeit. Einige weinten leise. Andere senkten den Blick. Der Abschied. Am Nachmittag begann ein sanfter Regen. Kein Sturm. Kein Blitz. Nur leise Tropfen wie Tränen des Himmels. Luna ging langsam durch das Dorf. Sie blieb bei jedem Haus stehen. Bei jedem Kind. Bei jedem alten Menschen. Als würde sie sich verabschieden. Anna, das kleine Mädchen, kniete sich zu ihr. Gehst du weg, Luna? Flüsterte sie mit zitternder Stimme. Luna sah sie an. In ihren Augen lag Liebe, Ruhe und Frieden. Sie schnurrte leise. Die Kinder begannen zu weinen. Die Erwachsenen spürten einen Kloß im Hals. Denn sie verstanden: Luna war nie gekommen, um zu bleiben. Sie war gekommen, um Herzen zu wecken. Der letzte Donner. Plötzlich rollte der Donner. Ein einziges, tiefes Grollen. Nicht erschreckend. Nicht wütend. Sondern majestätisch. Die Menschen blickten in den Himmel. Viele falteten instinktiv die Hände. Andere schlossen die Augen. Und in diesem Moment verstanden sie: Der Donner war keine Strafe. Er war eine Erinnerung. An Demut. An Liebe. An Verantwortung. An den Schöpfer aller Dinge. Luna hob den Kopf. Der Regen hörte auf. Ein warmes Licht brach durch die Wolken. Das Verschwinden. Als die Menschen wieder hinblickten, war Luna fort. Keine Spur. Kein Laut. Nur ein Gefühl. Als hätte jemand ihr Herz sanft berührt. Niemand suchte panisch. Niemand schrie. Denn sie wussten: Luna war nicht verloren. Sie war in ihnen. Das neue Eichenwald. Seit diesem Tag änderte sich alles. Die Menschen halfen einander. Sie hörten auf die Natur. Sie übersahen keine stillen Seelen mehr. Kinder hatten keine Angst vor Donner. Wenn der Himmel grollte, sagten sie: Er erinnert uns. Und manchmal, wenn der Wind sanft durch die Straßen strich, meinte man ein leises Schnurren zu hören. Die letzte Lektion. Nicht alles, was klein ist, ist unbedeutend. Nicht jede Botschaft kommt mit Worten. Liebe ist die stärkste Antwort auf Angst. Wer zuhört, bevor der Donner kommt, braucht keine Furcht zu haben. Und so wurde die Geschichte von
Luna, der Katze des Donners. Zu einer Legende. Nicht, weil sie magisch war, sondern weil sie die Menschen an das erinnerte, was sie vergessen hatten. Mitgefühl, Liebe, Glauben.